Hallo zusammen und willkommen bei Wow Spoken German. Ich bin Peter. Heute haben wir ein sehr praktisches Thema für euch, etwas, das jeder schon einmal erlebt hat oder irgendwann erleben wird. Adele, bist du bereit? Hallo, ich bin Adele. Ja, ich bin total bereit, Peter. Und hallo an alle unsere Zuhörer. Sagt uns in den Kommentaren, woher ihr heute zuhört. Das interessiert uns immer sehr. Wunderbar. Also Adele, ich muss dir etwas erzählen. Letzte Woche habe ich etwas sehr Lustiges erlebt. Ich war im Kaufhaus und wollte eine Jacke zurückgeben, aber es war komplizierter, als ich dachte. Oh nein, Peter, was ist passiert? Ich habe auch schon einmal versucht, etwas zurückzugeben und es war gar nicht einfach. Aber zuerst, für alle Deutschlernenden da draußen, lasst uns über das Thema sprechen. Kennt ihr das Wort zurückgeben? Das bedeutet, etwas in ein Geschäft zurückbringen, weil man es nicht behalten möchte. Genau, Adele. Zurückgeben ist ein sehr wichtiges Wort. Und heute lernen wir viele solcher nützlichen Wörter und Ausdrücke. Also, zurück zu meiner Geschichte. Ich hatte die Jacke vor 2 Wochen gekauft. Sie war schön, aber zu Hause habe ich gemerkt, dass sie mir nicht gut passt. Ah, das kenne ich. Man kauft etwas im Geschäft, probiert es an und denkt, ja, das ist perfekt. Aber dann zu Hause sieht alles anders aus. Hattest du noch den Kassenbon, Peter? Das ist sehr wichtig beim Zurückgeben. Das ist eine sehr gute Frage. Der Kassenbon, das ist der kleine Zettel, den man bekommt, wenn man etwas kauft. Ja, ich hatte ihn noch. Ich habe ihn in die Jackentasche gesteckt. Also bin ich ins Kaufhaus gegangen, die Jacke über dem Arm und habe die Servicetheke gesucht. Die Servicetheke oder auch Kundenservice genannt. Das ist der Platz im Geschäft, wo man hingeht, wenn man Hilfe braucht oder etwas zurückgeben möchte. Hast du sie schnell gefunden, Peter? Naja, nicht wirklich. Ich habe eine Verkäuferin gefragt, Entschuldigung, wo ist die Servicetheke bitte? Und sie hat mir den Weg erklärt. Habt ihr das gehört, Zuhörer? Entschuldigung. Das sagt man, wenn man jemanden um etwas bittet. Sehr höflich und sehr wichtig. Absolut. Höflichkeit ist in Deutschland sehr wichtig. Und Entschuldigung ist eines der ersten Wörter, die man lernen sollte. Aber Peter, du hast noch nicht erklärt, warum es kompliziert war. Was ist dann passiert? Ah ja, also ich bin zur Servicetheke gegangen. Da stand eine nette Mitarbeiterin. Ich habe gesagt, Guten Tag, ich möchte diese Jacke zurückgeben. Sie hat gefragt, haben Sie den Kassenbon? Ich habe gesagt, ja, natürlich. Und in die Tasche gegriffen. Und dann Und dann? Jetzt bin ich sehr gespannt. Was war in der Tasche? nichts. Die Tasche war leer. Ich hatte den Kassenbon vorher aus der Tasche genommen und zu Hause auf den Tisch gelegt. Und dann natürlich vergessen, ihn mitzunehmen. Oh, Peter, das ist wirklich lustig. Aber keine Sorge, das passiert vielen Menschen. Für unsere Zuhörer, was macht man in so einer Situation? Was kann man sagen, wenn man den Kassenbon vergessen hat? Das ist gute Frage, Adele. Man kann sagen, es tut mir leid, ich habe den Kassenbon vergessen. Kann ich trotzdem die Jacke zurückgeben? Es tut mir leid bedeutet I am sorry auf Englisch. Und trotzdem bedeutet anyway oder nevertheless. Sehr nützliche Wörter. Sehr gut erklärt. Und was hat die Mitarbeiterin gesagt? Sie war sehr freundlich. Sie hat erklärt, dass man ohne Kassenbon normalerweise keine Rückgabe machen kann, aber sie hat auch gesagt, dass sie vielleicht mit ihrem Vorgesetzten sprechen kann. Der Vorgesetzte, das ist die Person, die im Geschäft das Sagen hat, der Chef oder die Chefin. Interessant. In Deutschland haben Geschäfte oft sehr genaue Regeln für Rückgaben. Normalerweise hat man 14 Tage Zeit, um etwas zurückzugeben, wenn man es nicht benutzt hat und die Etiketten noch dran sind. Die Etiketten, das sind die kleinen Schilder an der Kleidung mit dem Preis und der Größe. Genau, Adele. Und zum Glück hatte ich die Jacke nicht benutzt und alle Etiketten waren noch dran. Der Vorgesetzte ist dann gekommen, ein freundlicher Mann, und er hat die Situation verstanden. Er hat in seinem Computer nachgeschaut und meine Zahlung gefunden. Oh, das ist gut. Heutzutage kann man manchmal die Zahlung im Computer finden, auch ohne Kassenbon, wenn man mit Karte bezahlt hat. Hast du mit Karte bezahlt, Peter? Ja, zum Glück. Ich hatte mit meiner EC-Karte bezahlt. Die EC-Karte ist eine normale Bankkarte. In Deutschland sagt man oft mit Karte bezahlen oder bar bezahlen, wenn man Bargeld benutzt. Er hat die Zahlung gefunden und mir das Geld zurückgegeben. Super. Das war ja doch ein gutes Ende. Aber ich frage mich, Zuhörer, habt ihr auch schon einmal etwas zurückgegeben? War es einfach oder kompliziert? Schreibt eure Erfahrungen in die Kommentare. Wir lesen wirklich alle Kommentare. Ja, bitte schreibt uns. Und vielleicht könnt ihr auch auf Deutsch schreiben. Das ist eine tolle Übung für euch.
Auch wenn ihr nur einen kurzen Satz schreibt, das ist schon wunderbar. Adele, was war deine Erfahrung beim Zurückgeben? Also ich erinnere mich an eine Situation in einem Schuhgeschäft. Ich hatte neue Schuhe gekauft, aber zu Hause gemerkt, dass sie zu eng waren. Zu eng bedeutet too tight, also bin ich wieder ins Geschäft gegangen. Und hattest du den Kassenbon dabei? Ja, natürlich. Ich behalte immer alle Kassenbons für ein paar Wochen. Das ist mein Tipp für alle. Legt eure Kassenbons an einen festen Platz, zum Beispiel in eine kleine Schachtel oder in ein Fach in eurem Schreibtisch. Dann findet ihr sie immer, wenn ihr sie braucht. Das ist ein sehr guter Rat. Ich mache das jetzt auch so, nach meiner Erfahrung. Also, wenn ihr in Deutschland etwas kauft und es zurückgeben möchtet, was braucht ihr? Lasst uns das zusammenfassen. Erstens, den Kassenbon. Zweitens, die Originalverpackung, wenn möglich. Das ist die Schachtel oder Hülle, in der das Produkt war. Nicht immer notwendig, aber oft hilfreich. Drittens, das Produkt in gutem Zustand, nicht benutzt und nicht beschädigt. Beschädigt bedeutet, dass etwas kaputt oder nicht mehr wie neu ist. Und viertens, ein freundliches Auftreten und Geduld. Manchmal muss man warten oder erklären, aber mit einem Lächeln und höflichen Worten geht es meistens gut. Sehr wichtig, Adele. Jetzt möchten wir mit euch ein kleines Rollenspiel machen. Stellt euch vor, ihr seid im Geschäft und möchtet etwas zurückgeben. Ich spiele die Verkäuferin und Adele ist die Kundin. Super Idee. Also, ich komme als Kundin. Entschuldigung, ich möchte dieses Hemd gerne zurückgeben. Natürlich. Haben Sie den Kassenbon dabei? Ja, hier bitte. Dankeschön. Darf ich fragen, warum Sie das Hemd zurückgeben möchten? Es passt mir leider nicht gut. Es ist ein bisschen zu groß. Ich verstehe. Möchten Sie lieber eine Erstattung oder möchten Sie es gegen eine andere Größe umtauschen? Was bedeutet umtauschen, Peter? Kannst du das erklären? Ja, gerne. Umtauschen bedeutet, dass man das Produkt gegen ein anderes wechselt, zum Beispiel gegen eine andere Größe oder eine andere Farbe. Erstattung bedeutet, dass man sein Geld zurückbekommt. Das sind zwei verschiedene Optionen beim Zurückgeben. Perfekt erklärt. Also im Rollenspiel, ich möchte eine Erstattung bitte. Sehr gerne. Haben Sie mit Karte oder bar bezahlt? Mit Karte. Dann überweise ich das Geld zurück auf Ihre Karte. Das kann 1 bis 3 Werktage dauern. Werktage sind Arbeitstage, Montag bis Freitag, also nicht das Wochenende. Wunderbar. Das ist sehr hilfreich. Zuhörer, habt ihr das verstanden? Versucht selbst einmal dieses Rollenspiel zu üben. Ihr könnt es alleine laut sprechen oder mit einem Freund zusammen. Das ist eine fantastische Methode, um Deutsch zu lernen. Absolut. Laut sprechen ist so wichtig beim Sprachenlernen. Schreibt es auch auf, das hilft dem Gedächtnis. Welche Wörter aus dem heutigen Podcast findet ihr besonders nützlich? Schreibt sie in die Kommentare. Ich denke, zurückgeben, umtauschen und Kassenbon sind heute die wichtigsten Wörter. Und natürlich die höflichen Ausdrücke wie Entschuldigung, es tut mir leid und darf ich fragen. Stimmt. Diese Ausdrücke braucht man wirklich im Alltag. Im Alltag bedeutet in everyday life. Deutsch ist eine wunderschöne Sprache und mit ein bisschen Übung kann jeder es lernen. Wir sind sehr stolz auf alle unsere Zuhörer, die jeden Tag ein bisschen Deutsch lernen. Wir auch. Und vergesst nicht, jeder macht Fehler beim Lernen einer neuen Sprache. Auch Peter macht manchmal Fehler und vergisst seinen Kassenbon. Ha, das stimmt leider. Aber aus Fehlern lernt man am besten, oder? Das ist auch im Deutschen so. Aus Fehlern lernt man. Ein schönes deutsches Sprichwort. Ein Sprichwort ist ein kurzer, weiser Satz. Das ist ein wunderschönes Sprichwort und so wahr. Zuhörer, kennt ihr ähnliche Sprichwörter in eurer Sprache? Schreibt sie in den Kommentaren. Das wäre so interessant zu lesen. Oh ja, das würde uns sehr freuen. Jetzt haben wir noch ein paar wichtige Wörter für euch. Wörter, die ihr vielleicht hören könnt, wenn ihr in einem deutschen Geschäft eine Rückgabe machen möchtet. Genau, zum Beispiel die Quittung. Das ist ein anderes Wort für Kassenbon. Ihr könnt beide Wörter hören. Der Kassenbon oder die Quittung. Beide bedeuten dasselbe. Die Umtauschfrist. Das ist die Zeit, in der man etwas umtauschen kann. Normalerweise sind das 14 oder 30 Tage, je nach Geschäft. Das Rückgaberecht? Das ist das Recht des Kunden, eine Ware zurückzugeben. In Deutschland gibt es ein gesetzliches Rückgaberecht, besonders bei Online-Käufen. Interessant. Bei Online-Käufen hat man in Deutschland 14 Tage Zeit, um einen Kauf zu widerrufen. Widerrufen ist ein formelles Wort und bedeutet, dass man seine Entscheidung rückgängig macht. Das ist sehr wichtig für alle, die gerne online einkaufen.
Jetzt lasst uns noch einmal alle Wörter von heute zusammenfassen. Peter, magst du anfangen? Sehr gerne. Also, zurückgeben. To return something. Der Kassenbon oder die Quittung, the receipt. Die Servicetheke oder der Kundenservice, Customer Service Desk. Umtauschen, to exchange. Die Erstattung, the refund. Beschädigt, damaged. Die Etiketten, the labels on clothing. Der Vorgesetzte, the supervisor or manager. Bar bezahlen, to pay with cash. Mit Karte bezahlen, to pay by card. Die Umtauschfrist, the exchange period. Und nicht zu vergessen, Entschuldigung, excuse me or sorry. Es tut mir leid, I am sorry. Darf ich fragen, may I ask? Diese Ausdrücke sind in jeder Situation nützlich. Wunderbar, Adele. Ich denke, wir haben heute sehr viel gelernt. Deutsch im Alltag. Das ist der beste Weg, eine Sprache wirklich zu verstehen. Wenn ihr das nächste Mal in einem deutschen Geschäft seid oder wenn ihr online auf Deutsch einkauft, denkt an heute. Genau. Und denkt daran, euren Kassenbon aufzuheben, genau wie Peter gelernt hat. Ha! Ja, das werde ich nie wieder vergessen. Also, liebe Zuhörer, wir hoffen, dass euch dieser Podcast heute geholfen hat. Habt ihr Fragen? Gibt es ein Thema, über das ihr gerne mehr hören möchtet? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alles und freuen uns über jede Nachricht. Euer Feedback hilft uns, bessere Podcasts für euch zu machen. Das stimmt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal Wow Spoken German. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bleibt neugierig, bleibt motiviert und denkt daran, jeder kleine Schritt bringt euch weiter. Auf Wiedersehen, liebe Zuhörer. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Wow Spoken German.